Mein Name ist Dr. Christoph Abermann. Ich bin praktischer Arzt mit Schwerpunkt Homöopathie in Gmunden und bin Ausbildungsleiter bei der Ärztegesellschaft für klassische Homöopathie. Ich möchte Ihnen heute mit diesem Vortrag die Homöopathie und ihre Grundprinzipien erklären. Der erste Teil wird sich mit den 6 Grundprinzipien der Homöopathie beschäftigen. Im zweiten Teil möchte ich an einem konkreten Fall die praktische Anwendung dieser 6 Grundprinzipien zeigen und kurz auf die Frage eingehen, was ist nicht Homöopathie und auf die möglichen Indikationen für eine homöopathische Behandlung. Am Schluss wird mein Kollege Dr. Jens Benke Ihnen Wirksamkeitsmodelle und Studien zur Homöopathie präsentieren. Die 6 Grundprinzipien der Homöopathie sind das Simile-Gesetz, die Arzneimittelprüfung, die Anamnese, die Individualisierung, die Potenzierung und die Einzelmittelgabe. Am leichtesten ist die Homöopathie historisch zu verstehen, wenn man nämlich das Leben Samuel Hahnemanns kennt, der im Jahr 1796 auf das wichtigste Prinzip, nämlich das Ähnlichkeitsgesetz in der Homöopathie kam. Er war zu diesem Zeitpunkt 41 Jahre alt, war 1755 in Meißen geboren, lebte übrigens bis 1843 in Paris und im Jahr 1796 übersetzte er ein Buch von einem damals sehr berühmten schottischen Arzt namens William Cullen, den wir hier in der Abbildung sehen. Und zwar war das ein Arzt und Chemiker, der von 1710 bis 1790 lebte und eine Arzneimittellehre geschrieben hat. Und diese Arzneimittellehre ins Deutsche zu übersetzen, war der Auftrag für Hahnemann. Und in diesem Buch fand er eine Stelle, in der stand: China heilt Fieber, weil es den Magen stärkt. Mit China ist der Auszug aus dem China-Rindenbaum gemeint, der heute auch noch in Form von Quinidin verwendet wird für die Malaria-Behandlung. Nun wusste Hahnemann aber von seiner Zeit in Rumänien, wo er zahlreiche Malaria-Patienten mit China-Rinde behandelte, dass diese sehr starke Nebenwirkungen im Bereich des Magen-Darm-Trakts verursachen kann. Und es war ihm unklar, wie also eine Substanz, die so starke Nebenwirkungen im Magenbereich produziert, zugleich deshalb auf die Malaria wirken soll, weil sie den Magen stärkt. Zu diesem Zeitpunkt begann er einen Selbstversuch, der berühmte China-Rindenversuch Hahnemanns, und nahm einige Tage lang, hier steht die genaue Versuchsanordnung, täglich jedes Mal 4 Quäntchen, was ungefähr 6,7 Gramm ist, China-Rinde ein und entwickelte zahlreiche Symptome, die Malaria ähnlich waren. Er schreibt da: Alle mir sonst beim Wechselfieber gewöhnlichen Symptome erschienen nacheinander, doch ohne eigentlichen Fieberschauder. Dieser Paroxysm dauerte 2 bis 3 Stunden jedes Mal und erneuerte sich, wenn ich diese Gabe wiederholte, sonst nicht. Ich hörte auf und ich war gesund. Er hat also durch diesen Selbstversuch gemerkt, dass China-Rinde, wenn man sie einnimmt und sich damit vergiftet, ähnliche Symptome produziert, wie sie heilen kann. Nämlich die Symptome der Malaria. Und hat daraus den Schluss gezogen, den wir heute als Simile-Gesetz kennen und der in einem seiner Bücher im sogenannten Organon der Heilkunst folgendermaßen formuliert ist: Wähle, um sanft, schnell, gewiss und dauerhaft zu heilen, in jedem Krankheitsfall eine Arznei, welche ein ähnliches Leiden für sich erregen kann, als sie heilen soll. Oder anders formuliert: Ähnliches soll durch Ähnliches geheilt werden. Und auf Lateinisch similia similibus curentur. Nun ist vielleicht klarer, woher die Homöopathie ihren Namen hat. Homoios heißt ähnlich und pathein leiden. Der Patient ist also ein ähnlich Leidender wie derjenige, der im Zuge der Arzneimittelprüfung dieselbe Substanz eingenommen hat. Wir suchen also als Homöopathen aus den tausenden Arzneien, die es bereits gibt, diejenige Arznei aus, die ein möglichst ähnliches Leiden bei Gesunden hervorrufen kann. Als Hahnemann also verstanden hatte, dass das vielleicht ein Naturgesetz ist, dass also Substanzen ähnliche Dinge heilen können, wie sie beim Gesunden produzieren können, war natürlich sein logischer nächster Schritt, möglichst viele Substanzen zu testen, um in unterschiedlichen Krankheitssituationen Werkzeuge zu haben, um dem Patienten zu helfen. Insofern ist der logische zweite Schritt die sogenannte Arzneimittelprüfung. Also das, was er bei sich selbst mit der China-Rinde gemacht hat, dann mit anderen Substanzen, sowohl bei sich als auch bei anderen, auszutesten. Zu sehen, welche Symptome werden von welcher Substanz produziert und diese Symptome dann zu verwenden, um beim Kranken das passende Mittel zu suchen. Wir kommen jetzt also zum zweiten wichtigen Grundprinzip der Arzneimittelprüfung.
Die läuft normalerweise so ab, dass eine Gruppe von, meistens sind es im Bereich von 10 bis 20 Probanden, es gibt aber auch viel kleinere Prüfungen, also eine Gruppe von Probanden nimmt eine Substanz ein. Wir werden dann noch bei der Potenzierung, einem weiteren Grundprinzip der Homöopathie, hören, dass die nicht mehr wie Hahnemann die giftige Ursubstanz einnehmen, sondern eine verdünnte und verschüttelte Substanz einnehmen. Diese Probanden nehmen die also eine gewisse Anzahl Tage ein, meistens 4 Tage, und sobald Symptome auftreten, hören sie auf mit der Einnahme. Und wenn sie nach 4 Tagen noch keine Symptome bekommen haben, hören sie in jedem Fall auf. In diesen 4 Tagen ist ein ständiger Kontakt mit einem Supervisor, der nachfragt, ob nicht vielleicht doch versteckt Symptome aufgetreten sind, damit die Probanden nicht zu viel einnehmen. Denn wenn man die Arznei weiter einnimmt, während schon Symptome aufgetreten sind, dann kann die Prüfung sehr intensiv werden und auch sehr lange dauern. So ein Prüfungsvorgang ist also ein sehr aufwendiger. Es braucht Probanden, es braucht Supervisoren und es braucht einen Prüfungsleiter, der danach alle Symptome auswertet, die die Probanden notiert haben. Der wichtigste Punkt für den Prüfungsleiter nach dem Durchstudieren aller Symptome ist zu schauen, wo sind Übereinstimmungen zwischen den Symptomen. Das heißt, wenn Probanden ähnliche Symptome entwickelt haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Symptome von der Arznei kommen und nicht durch Überbeobachtung des Probanden entstanden sind, wesentlich größer. Und es werden vor allem neue und veränderte Symptome verwendet, also neue, die der Patient noch nie so empfunden hat, und Symptome, die vielleicht schon einmal ähnlich da waren, aber nun eindeutig anders aufgetreten sind. Das sind die wertvollsten Symptome der Arzneimittelprüfung. Der große Unterschied zu herkömmlichen Studien in der heutigen konventionellen Medizin ist, dass diese homöopathischen Studien, Arzneimittelprüfung an Gesunden durchgeführt wird. Es gibt also in der Homöopathie keine Versuche am Kranken. Aber gewisse Ähnlichkeiten gibt es insofern doch zu herkömmlichen Studien. Auch unsere Arzneimittelprüfungen werden placebo-kontrolliert durchgeführt und werden randomisiert durchgeführt. Hier ein Beispiel für eine Arzneimittelprüfung, die ich mit meinem Kollegen Matthias Puschkarski 1998 geleitet habe. Und zwar haben wir hier die Taxus baccata, die Eibe, geprüft, die ja sehr giftige Blätter hat, und aus denen wird auch die Arznei Taxus baccata hergestellt. Und wir hatten 20 Probanden, davon 2 Placebo-Probanden. Und ein sehr auffälliges Symptom, das eine große Anzahl von Probanden entwickelt hat, waren Hitzegefühle und Rötungen im Gesichtsbereich. Teilweise in den Wangen, teilweise in den Ohren. Auf jeden Fall waren es Hitze und Rötung. Was nahelegt, dass diese Arznei eine Bedeutung haben könnte in der Behandlung von menopausalen Beschwerden, von Hitzewallungen. Sie sehen hier in der Präsentation nun ein Beispiel aus dem Protokoll eines Probanden mit eben genau diesen Symptomen der Hitze und der Röte im Bereich der Ohren und Wangen. Und was ganz unten gelb markiert ist, ist einerseits 20, das heißt, es ist die Probandennummer, und NS heißt neues Symptom. Also ganz wichtig ist, dass die Symptome dann besondere Bedeutung haben, wenn der Proband sie früher noch nie erlebt hat. Aus welchen Arzneien wählen wir also unsere Arzneimittel? Der Großteil der 3.000 bis 4.000 Arzneien, die wir im Moment besitzen, stammt aus dem Pflanzenreich. Hier als Beispiel das Gänseblümchen, der Sturmhut und der Fliegenpilz. Es gibt aber auch zahlreiche Arzneien aus dem Tierreich, wie die Biene, die homöopathisch verwendet wird, zahlreiche Schlangengifte, hier die Korallenschlange abgebildet, und zum Beispiel auch die Tinte des Tintenfischs, die homöopathisch dann Sepia officinalis heißt. Der dritte große Bereich, aus dem wir unsere Arzneien herstellen, ist das Mineralreich. Hier als Beispiel links abgebildet Flussspat, unten Silber und rechts Schwefel. Es stammen also 80% etwa unserer Arzneien aus dem Pflanzenreich, und der Rest teilt sich auf das Tierreich, auf Mineralien und Salze und sogenannte Nosoden. Nosoden sind Krankheitsprodukte, die homöopathisch verwendet werden. Die Arzneimittelprüfung stellt also die wichtigste Quelle dar zur Erforschung der homöopathischen Arzneien. Es gibt aber noch 2 weitere Quellen. Die eine ist die Toxikologie. Wir sehen hier eine Gegenüberstellung toxikologischer Symptome der Eibe. Auf der linken Seite zum Beispiel Krämpfe und Durchfall. Und auf der rechten Seite neu aufgetretene Prüfungssymptome, die von der Eibe homöopathisch verursacht wurden. Und auch hier finden wir Krämpfe und Durchfall. Vor allem bei Arzneien, die noch nicht geprüft sind, sind wir oft auf die toxikologischen Berichte angewiesen.
Und die dritte Informationsquelle neben Arzneimittelprüfung und Toxikologie sind die geheilten Symptome am Patienten. Das heißt, wenn wir wiederholt bei einem Patienten eine bestimmte Art Kopfschmerz gebessert sehen, dann können wir diese Art Kopfschmerz nachtragen als ein Symptom von dieser Arznei. Und diese drei Quellen gemeinsam nennen wir das Arzneimittelbild. Das ist also eine Aufstellung von Symptomen, die von dieser Arznei geheilt werden kann. Insgesamt haben wir mittlerweile weit über 3000 Arzneien. Hier habe ich nur einen Screenshot gemacht von den ersten im Alphabet. Das mag den Anschein erwecken, dass die Homöopathie nicht oder schwer lernbar ist. Wer kann sich schon die Arzneimittelbilder von 3000 Arzneien merken? Und es ist auch tatsächlich so, dass die Homöopathie so etwas wie ein zweites Medizinstudium ist. Dazu kommt, dass die Suche nach der richtigen Arznei auch nicht ganz einfach ist, relativ komplex, die Anamnese umzuwandeln in gute Symptome und zu diesen guten Symptomen dann die passende Arznei zu suchen. Es stimmt also tatsächlich, dass wenn man Homöopath wird, man lebenslang lernen muss. Aber es gibt auch eine positive Seite. Es genügen von den über 3000 Arzneien etwa 100 Arzneien bei 85% der Patienten. Das heißt, es haben sich sogenannte Polykreste herausgestellt. Das sind Arzneien, die ein besonders breites Wirkspektrum haben und die ganz häufig angezeigt sind bei Patienten. Man kann also, wenn man diese Polykreste gelernt hat, schon einer sehr hohen Anzahl Patienten helfen. Und was die komplexe Suche nach der richtigen Arznei betrifft, haben wir heute digitale Hilfsmittel, Repertorisationsprogramme, die uns dabei helfen. Und zum Praktizieren genügt eine 3-jährige Ausbildung. Wie gesagt, man muss danach weiter lernen, aber um schon einmal das Wichtigste zu können, die wichtigsten Arzneien zu können, genügt die 3-jährige Ausbildung. Um also nun Ordnung in die zahlreichen Symptome der Arzneimittelprüfungen zu bringen, haben die Homöopathen 2 Arten von Büchern erfunden. Das eine sind die sogenannten Materie Medicae. Hier sind alle Arzneimittelprüfungssymptome geordnet nach Arzneien, also beginnend mit der Arznei, beginnend mit dem Buchstaben A bis zum Buchstaben Z. Und die sogenannten Repertorien. Hier sind alle Informationen geordnet nach Symptomen. Hier kann man also von Kopf bis Fuß Symptome finden, von Kopfschmerzen über Bauchschmerzen, Durchfall bis zu Zehenschmerzen und natürlich auch psychische Symptome, auf die werden wir dann später noch kommen. Hier als Beispiel für eine Materie Medica ein Screenshot aus der Materie Medica pura von Hahnemann, und zwar von der Arznei Belladonna, also der Tollkirsche. Hier finden Sie gelb markiert Kälte am ganzen Körper, vorzüglich an den Füßen. Kalte Hände und Füße mit ziemlich starkem kaltem Schweiß der Füße. Kalte Hände und Füße. Eine ungewöhnliche Kälteempfindung in den Unterschenkeln, am meisten in den Füßen. Jetzt werden Sie sich fragen, ja, das heißt ja alles ungefähr dasselbe. Das liegt daran, dass in der Materie Medica pura die Symptome wirklich wortwörtlich vom Probanden aufgeführt wurden von Hahnemann. In Klammer ist übrigens immer die Abkürzung des Probanden zu sehen. Das heißt, es haben zahlreiche Probanden bei der Prüfung von Belladonna mit Kälte der Füße reagiert. Und noch typischer hat sich dann in der Praxis herausgestellt, die Kombination Kälte der Hände und Füße bei heißem Oberkörper und vor allem heißem Kopf. Das ist eine ganz typische Indikation für Belladonna. Und hier nun ein Beispiel für ein Repertorium. Das ist das Repertorium, mit dem ich arbeite. Es gibt 3 bis 5 so Repertorisationsprogramme und wie gesagt auch Bücher, mit denen man zwar etwas mühsam, aber doch auch arbeiten kann. Und wenn wir jetzt dieses Symptom, das wir gerade von Belladonna gesehen haben, im Repertorium suchen, dann klicken wir hier auf Head wie Kopf und kommen in das Repertorium tiefer hinein. Wir tippen Hitze mit Kälte der Extremitäten und kommen hier auf eine Rubrik, die 91 Arzneien beinhaltet. Und Sie sehen hier, die Abkürzung BELL, also B-E-L-L, ist in großen Lettern und unterstrichen. Das nennen wir vierwertig. Das bedeutet, dass Belladonna häufig in der Arzneimittelprüfung dieses Symptom verursacht hat und auch schon oft geheilt hat. Die Wertigkeit in diesen Repertorien richtet sich also danach, wie oft ist es in der Prüfung vorgekommen und wie oft ist es beim Patienten geheilt worden. Die höchste Wertigkeit ist 4. Kommt ein Symptom nur einmalig beim Probanden vor und ist noch nicht geheilt worden, ist es nur einwertig. Das sind Arzneien, wie hier zum Beispiel die dritte Arznei Alumina, die also sich noch nicht bewährt hat für dieses Symptom. Diese Wertigkeit hilft uns Homöopathen sehr gut, dabei das richtige Mittel auszusuchen.
Wir kommen nun zum dritten Prinzip in der Homöopathie, Nebensimile-Gesetz und Arzneimittelprüfung, und das ist die Anamnese. Nun müssen wir also am Patienten die Symptome so genau erfragen, damit wir dann aus dem Wissensschatz, den wir jetzt durch die Punkte 1 und 2 uns ersammelt haben, die richtige Arznei haben. Und die Kriterien der homöopathischen Anamnese sind völlig andere als in der Schulmedizin. Völlig andere ist vielleicht übertrieben, aber es kommen ganz viele Dinge dazu, die in der schulmedizinischen Anamnese nicht so wichtig sind. Als Beispiel habe ich hier angeführt psychische Symptome. Sie sind außer in der Psychiatrie schulmedizinisch relativ unbedeutend. In der homöopathischen Anamnese aber sehr wichtig. Sie zeigen uns oft am deutlichsten, welche Arznei angezeigt ist. Ähnliches gilt für Allgemeinsymptome, also Essensmodalitäten, Temperatur, Wetter, Schlaf, nämlich Schlafposition, Träume. Auch diese sind in den meisten Fällen schulmedizinisch nicht von großer Bedeutung, aber homöopathisch sehr wichtig. Auch der Punkt Modalitäten ist etwas Homöopathie-Spezifisches. Modalitäten sind Dinge, die ein Symptom bessern oder verschlechtern. Das heißt, wenn jemand Kopfschmerzen hat und die werden nur besser im dunklen Raum, dann ist die Besserung im dunklen Raum eine Modalität des Kopfschmerzes. Wenn der Kopfschmerz schlechter ist durch Essen, dann ist das schlechte Essen die Modalität. Diese Modalitäten sind in der konventionellen Medizin bedeutungslos, in der homöopathischen Medizin aber von großer Bedeutung. Und nachdem es eben so viele Bereiche gibt, die in der Homöopathie wichtig sind, die man erfragen muss, dauert die Anamnese auch dementsprechend länger. Wenn also eine homöopathische Anamnese im Schnitt 90 bis 150 Minuten, habe ich hier geschrieben, dauert, ist es verglichen mit einer schulmedizinischen durchschnittlichen Anamnese, die vielleicht im Bereich von, je nachdem, 3 bis 20 Minuten dauert, außerordentlich lange. Das vierte Prinzip in der Homöopathie, auf das ich nun kommen möchte, ist die Individualisierung. Wenn also zum Beispiel zu mir ein Patient mit Migräne kommt, dann bekommt er meist ein anderes Mittel als der vorige Patient mit Migräne. Kommen also 6 unterschiedliche Migränepatienten zu mir, bekommen sie oft 6 verschiedene Mittel. Weil nicht nur die Migräne entscheidet für die Mittelgabe, sondern eben die Modalitäten, die Allgemeinsymptome, die psychischen Symptome etc. Und deswegen ist auch verständlich, dass keine Zuordnung zwischen Arznei und Krankheit möglich ist. Es kann also gar nicht am Arzneifläschchen stehen, dass Bryonia für Migräne eine passende Arznei ist oder dass Belladonna für Fieber eine passende Arznei ist. Denn es muss das Fieber zu Belladonna passen, damit Belladonna wirklich wirkt. Und deshalb muss man auch kritisch Vereinfachungsversuche in der Homöopathie betrachten, zum Beispiel die bewährten Indikationen. Hier wurde also versucht, einer bestimmten Diagnose eine homöopathische Arznei zuzuordnen. Das kann aber nicht funktionieren oder es funktioniert nur in einem kleinen Prozentsatz, da die anderen Symptome auch passen müssen, damit diese Arznei wirklich wirkt. Als Beispiel sei hier eine Schlafstörung angeführt. In der Rubrik Schlafstörung finden wir in meinem Repertorium 552 Arzneien. Das heißt, ich muss aufgrund aller anderen Symptome, die der Patient sonst noch hat, diese 552 Arzneien unterscheiden. Kann also nicht aufgrund der Diagnose Schlafstörung allein dem Patienten sinnvoll etwas Homöopathisches verschreiben. Nun möchte ich auf das 5. Prinzip in der Homöopathie eingehen, die Potenzierung. Die Potenzierung ist das unwichtigste Prinzip in der Homöopathie und doch ist es dasjenige, das am meisten Kritik verursacht hat. Ich möchte Ihnen hier ein kurzes Audio aus dem Internet vorspielen, das in sehr kurzer Zeit sehr gut die Herstellung homöopathischer Arzneien zeigt. Wir nehmen der Einfachheit halber den Auszug aus einer Heilpflanze als Ausgangssubstanz. Von dieser Substanz nehmen wir ein wenig mit einer Pipette auf, einen Tropfen. Und diesen einen Tropfen geben wir in ein neues Arzneifläschchen. Dann werden 99 Tropfen Alkohol hinzugefügt. So erhalten wir eine Verdünnung von 1:100. Nach diesem Verdünnungsschritt erfolgt die sogenannte Potenzierung. Dazu wird das Fläschchen 10-mal kräftig auf eine feste, stabile Unterlage aufgeschlagen. Hahnemann nannte diesen Schritt Dynamisierung. Das Ergebnis nennen wir dann C1 bzw. mit dem Arzneinamen Belladonna C1. Aus dem Fläschchen mit dieser C1 wird dann wiederum ein Tropfen in ein neues Fläschchen gegeben und erneut fügen wir 99 Tropfen Alkohol hinzu. Jetzt haben wir bereits eine Verdünnung von 1:10.000. Wie beim ersten Schritt wird auch hier wieder durch 10 Schüttelschläge potenziert. Das Ergebnis ist die C2 der Ausgangssubstanz.
Eine C30 ist in der Homöopathie durchaus üblich, als Verdünnungsverhältnis ausgedrückt wäre das eine 1 mit 60 Nullen. Hahnemann stand nämlich bei der Herstellung der homöopathischen Arzneien vor einem Dilemma. Er hat zwar erkannt, dass die Arzneien Krankheiten heilen können, wenn sie ähnliche Symptome hatten, wie in seinen Arzneimittelprüfungen verursacht, aber die Arzneien verursachten beim Patienten auch toxikologische Symptome, wenn er sie in der Ursubstanz verwendete, was er am Anfang getan hat. Sein Ansinnen war es also dann, die Arzneien zu verdünnen, sodass sie möglichst keine toxikologischen Wirkungen mehr hatten. Hier kam Hahnemann auf eine paradoxe Erkenntnis. Wenn er die Arzneien verdünnte, damit sie weniger toxikologische Wirkung haben, dann hatten sie auch weniger Effekt am Patienten. Wenn er sie aber zusätzlich zur Verdünnung verschüttelte, wurde zwar die Toxikologie immer weniger, aber die Wirkung sogar stärker. Potenzieren, wie wir Homöopathen das nennen, besteht also aus einem Prozess, der einerseits verdünnt und andererseits verschüttelt. Das Verdünnen alleine reicht also nicht aus. Wir kennen in der Homöopathie vor allem 3 Arten von Potenzen. Das sind C-Potenzen, hier erfolgt die Verdünnung 1:100, D-Potenzen, hier erfolgt sie 1:10 und Q-Potenzen, die vor allem flüssig verabreicht werden, hier erfolgt die Verdünnung in einem Verhältnis von 1:50.000. Kritiker sagen verständlicherweise, dass ab einer gewissen Verdünnungsstufe, nämlich ab der D23, C12 oder Q6, kein einziges Molekül mehr in der Lösung vorhanden ist und berufen sich auf die sogenannte Loschmidtsche Zahl. Aber wie wirkt die homöopathische Arznei dann? Wahrscheinlich wirkt sie nicht chemisch-molekular, wie wir es zum Beispiel von SSRI kennen, die an einem bestimmten Rezeptor im Gehirn wirken. Es gibt mögliche Wirksamkeitsmodelle, die im letzten Teil dieser Videoeinführung präsentiert werden. Ich möchte an dieser Stelle an eine interessante Aussage von Hippokrates verweisen. Der sagte, wenn wir ein Phänomen nicht verstehen, so liegt das in der Regel an uns und nicht an dem betreffenden Phänomen. Und vielleicht ein zweiter interessanter Vergleich, wenn man sich überlegt, dass schon lange vor Newton die Gravitation verwendet worden ist, zum Beispiel von den Römern, indem sie den Speer so geworfen haben, dass sie die Gravitation mit einberechnet haben, so ist es heute so ähnlich, dass wir zwar noch nicht verstehen, wie das Ähnlichkeitsgesetz funktioniert, wir das Gesetz aber schon verwenden können und wenn wir es richtig anwenden, unseren Patienten dadurch helfen können. Und nun kommen wir zum letzten Prinzip der homöopathischen Behandlung, nämlich zur Einzelmittelgabe. Dazu muss ich zuerst erklären, wie die homöopathische Anamnese und die weitere Behandlung ablaufen. Im Normalfall kommt der Patient mit einer chronischen Beschwerde, die er schon seit Monaten oder oft Jahren hat. Der Homöopath befragt nicht nur genau, was die Symptome dieser Krankheit betreffen, sondern auch Symptome anderer Krankheiten, psychische Symptome, psychische Auffälligkeiten, Allgemeinsymptome. Wie gesagt, Dauer etwa 1 bis 2 Stunden. Danach gibt man im Normalfall ein Einzelmittel, das heißt, man sucht eines der 3000 homöopathischen Arzneien, das am besten zu den Symptomen des Patienten passt, aus und gibt es als Einmalgabe. Danach folgt eine Phase von etwa 6 bis 10 Wochen, macht nicht jeder Homöopath gleich, aber in diesem Bereich liegen die meisten. In dieser Zeit sollte die Arznei wirken. Wenn die Arznei korrekt gewirkt hat, gibt man oft auch nach 6 bis 10 Wochen keine weitere Arznei, sondern erst dann wieder, wenn die Wirkung nachlässt. Hat die Arznei nicht die gewünschte Wirkung gehabt, dann wechselt man und gibt dem Patienten eine andere Arznei, sucht nach neuen Symptomen und versucht eine bessere Arznei zu finden. Wichtig ist, man gibt immer zu einem Zeitpunkt nur eine Arznei. Das ist mit dem Prinzip Einzelmittelgabe gemeint. Wenn Sie sich für die Ausbildung in klassischer Homöopathie interessieren, so gibt es bei uns bei der Ärztegesellschaft für klassische Homöopathie eine 3-jährige Ausbildung mit jeweils 7 Wochenendmodulen. Wir sind stolz darauf, dass wir 50% Praxisanteil haben. Das heißt, Sie sehen ab dem ersten Seminar schon die Hälfte des Seminares Live-Patienten, die dann beim nächsten Seminar wiederkommen und man beurteilen kann oder gemeinsam beurteilt, ob die Arznei gewirkt hat oder nicht. Das heißt, man sieht im Laufe der Ausbildung zahlreiche Patienten und kann sich schon ein sehr gutes Bild davon machen, wie gut die Homöopathie wirkt. Außerdem haben wir einen großen E-Learning-Anteil, der dazu führt, dass Sie Teile der Ausbildung sehr praktisch von zu Hause machen können. Was ist die Zielgruppe für die Ausbildung? Es sind
alle Ärztinnen und Ärzte, aber auch Studentinnen und Studenten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es folgt nun der zweite Teil. Im zweiten Teil dieser Einführung in die Homöopathie möchte ich als erstes anhand einer konkreten Fallgeschichte die homöopathische Arbeitsweise in der Praxis zeigen. Und zum Schluss noch kurz eingehen auf die Frage, was ist nicht Homöopathie und typische Indikationen für eine homöopathische Behandlung vorstellen. Bei der Fallgeschichte, die ich präsentieren möchte, handelt es sich um einen 6-jährigen Buben, der zu mir kam wegen Asthma bronchiale, und zwar wegen eines vor allem durch Husten imponierenden Asthmas. Das Hauptproblem, wie die Mutter beschreibt, war, dass er praktisch den ganzen Winter durchhustet. Nun möchte ich Ihnen zeigen, wie wir aus diesem Symptom schon einmal eine Rubrik machen können. Wir schauen also in das im ersten Teil vorgestellte Repertorium, suchen im Kapitel Husten und finden hier die Rubrik Husten chronisch. Und durch ein Return legen wir diese Rubrik in die Ablage. Außerdem finden wir die Rubrik Husten im Winter und legen sie ebenfalls in die Ablage. So schaut dann die Analyse mit diesen 2 Rubriken aus. Das ist also jetzt nur der Beginn der Behandlung, aber ich werde immer wieder zwischendurch diesen Graphen zeigen, um zu zeigen, wie er sich verändert, wenn wir andere Rubriken dazu nehmen. Hier sehen Sie oben die Arzneiabkürzungen. Die Mutter erzählt weiter, dass der Husten sich immer abends deutlich verschlimmert. Diese sogenannte Modalität ist homöopathisch bedeutungsvoll. Wir suchen also wieder im Repertorium, wieder im Kapitel Husten und finden die Unterrubrik Husten abends und nehmen sie ebenfalls in die Repertorisation auf. Nun schaut der Graph so aus. Und wir sehen, dass immer weniger Arzneien alle Symptome abdecken. Sie sehen hier 1, 2, 3 und 4. Na, 4 sieht man nicht, weil es kein vierwertiges Symptom gibt in diesem Graphen. Das sind die Wertigkeiten, die ich im ersten Teil erklärt habe. Das heißt also zum Beispiel die zweite Arznei, Antimon tataricum, ist in der ersten Rubrik des chronischen Hustens zweiwertig, beim Husten Winter einwertig und beim Husten abends ebenfalls einwertig. Und die erste Arznei in der Auflistung, Acidum nitricum, ist zum Beispiel in der Rubrik Husten abends dreiwertig. Die Mutter erzählt außerdem, dass der Lungenarzt Sultanol und Flixotide verschrieben hat und die Diagnose asthmatischer Husten gestellt hat. Auch das können wir abbilden homöopathisch. Wir suchen wieder im Kapitel Husten und finden die Rubrik Husten asthmatisch und nehmen sie in die Repertorisation auf. So sieht der Graph jetzt aus. Mittlerweile haben wir hier 4 Rubriken und unmerklich hat sich aber die Reihenfolge der Arzneien verändert, je nachdem, wo welche Arznei in welcher Wertigkeit vorhanden ist. Eine Besonderheit der homöopathischen Behandlung ist, dass nicht nur körperliche Symptome verwendet werden, sondern auch psychische Symptome. Die Arzneien, wenn sie geprüft werden, verursachen nämlich auch psychische Veränderungen an den Probanden. Und ähnliche versuchen wir zu finden an den Patienten und nehmen sie dann ebenfalls in die Repertorisation auf. Und hier war auffällig bei diesem Buben, dass er auf meine Fragen, die ich ihm gestellt habe, sehr reserviert reagiert hat. Als würde er nicht antworten wollen. Deutlich mehr, als das andere 6-Jährige normalerweise tun. Wo finden wir dieses Symptom der Reserviertheit? Wir schauen ins Kapitel der Gemütssymptome, Mind, und finden reserviert und ergänzen auch diese Rubrik in der Repertorisation. Nun haben wir also 5 Symptome in der Repertorisation. Wir haben 4 Arzneien, nämlich Acidum nitricum, Antimon tataricum, Natrium muriaticum und Camomilla, die alle 5 Symptome abdecken. Und dann beginnen die Arzneien schon Löcher zu haben. Also zum Beispiel Conium deckt nicht den Husten im Winter ab, Phosphor deckt auch den Husten im Winter nicht ab und Arsenicum album deckt den Husten chronisch nicht ab. Was nicht unbedingt bedeuten muss, dass diese Arzneien nicht in Frage kommen, aber sie werden hintangereiht, sobald sie Löcher aufweisen. Der wichtige nächste Schritt ist jetzt der sogenannte Materia-Medica-Vergleich. Das heißt, wir lesen die allerwichtigsten dieser Arzneien nach und vergleichen das, was wir in der Materia-Medica finden, mit den Symptomen des Buben. Und hier finden wir zum Beispiel, ich möchte das jetzt abkürzen und nur auf die Arznei eingehen, die ich dem Buben dann wirklich gegeben habe. Das ist Natrium muriaticum.
Hier finden wir zum Beispiel in der Materia Medica bei Natrium muriaticum schon in der Arzneimittelprüfung bei Hahnemann, nämlich in den chronischen Krankheiten Band 4, Husten, wobei der Knabe atemlos wird bei Tag und Nacht. Das Atemloswerden beim Husten ist ein Hinweis auf den asthmatischen Charakter. Und 2 Zeilen weiter drunter, 2 Symptome weiter unten steht Husten am schlimmsten abends. Also hier haben wir auch die abendliche Verschlimmerung bei Natrium muriaticum. Und wir finden zum Beispiel in einer digitalen Materia Medica, im sogenannten Murphy, in der Materia Medica von Murphy, hier gelb markiert ebenfalls den Husten schlimmer am Abend, schlimmer nach dem Niederlegen im Bett und schlimmer im Winter. Also auch dieses Symptom ist gut abgedeckt. Des Weiteren finden wir auch diese psychische Eigenheit des Reserviertseins, zum Beispiel wieder bei Hahnemann, steht bei Symptom Nummer 697 wortkarg, es verdross ihn zu antworten, wenn man ihn fragte. Das ist das, was dazu geführt, dieses Symptom hat dazu geführt, dass Natrium muriaticum ergänzt wurde in der Rubrik des Reserviertseins. Also auch diese psychische Eigenheit, die dieser Bub hatte, wird durch Natrium muriaticum gut abgedeckt. Wie gesagt, ist das, was ich jetzt gezeigt habe, eine grobe Vereinfachung. Ich habe in dieser Anamnese auch noch andere Symptome gefunden und verwendet, aber um den Fall möglichst einfach zu präsentieren und verständlich, habe ich es reduziert auf diese 5 Symptome. Und die Differenzierung erfolgt natürlich auch nicht nur so, dass man nur eine Arznei nachliest, also in dem Fall war das jetzt Natrium muriaticum, sondern man liest die ersten 10, 20 Arzneien nach und vergleicht, welche Arznei passt zu diesem Patienten am besten. Je erfahrener man wird als Homöopath, umso weniger muss man nachlesen, weil man die Arzneien einfach gut kennt, vor allem die sogenannten Polykreste, also die 60, 70 größten Arzneien. Da muss man also nicht nachlesen, sondern schaut einfach die Liste der Arzneien durch und sagt sich, nein, Acidonitricum kann es aus diesem oder jenem Grund nicht sein. Das nächste wäre Antimontataricum, gefällt mir aus diesem oder jenem Grund nicht. Also hier hilft natürlich die Erfahrung dann sehr in der Unterscheidung und man muss nicht ständig alle Arzneien nachlesen. Und natürlich habe ich jetzt insofern auch gekürzt, als dass wir jetzt keine Symptome von Schlaf, Essen und Familienanamnese und so weiter gehört haben. Also in der korrekten, vollständigen Anamnese wären natürlich dann noch andere Symptome, die in der Differenzierung helfen würden. Der Patient hat also von mir Natrium muriaticum C200 bekommen, also eine 200 mal verdünnte Arznei von Kochsalz. Natrium muriaticum ist homöopathisch verarbeitetes Kochsalz, das 200 mal 1:100 verdünnt wurde. Wie war der Verlauf unter dieser Arznei? 8 Monate später erzählt die Mutter, er hat öfter mal Husten gehabt, aber es war minimal. Das war also nach dem nächsten Winter. Das Entscheidende ist natürlich, wie der Winter war, weil im Sommer war er ja auch vor der homöopathischen Behandlung beschwerdefrei. Hausmittel haben dann immer genügt, erzählt sie weiter. Die Hustenepisoden waren deutlich kürzer und schwächer als früher. Außerdem erzählt die Mutter spontan, dass seine Schüchternheit sich in den letzten Monaten verändert hat. Er hat sie überwunden, wie sie es formuliert hat. Und tatsächlich kann ich an diesem Tag problemlos mit ihm Kontakt knüpfen. Er antwortet auf Fragen, ja, er redet sogar spontan mit mir. Wie ist der Langzeitverlauf? Die letzte Konsultation bei diesem Patienten war 3,5 Jahre nach der ersten Gabe von Natrium muriaticum und es kam zu einem völligen Ausheilen seines Asthmas. Er hatte keine längeren Hustenphasen mehr, er hat in dieser Zeit einige Male Natrium muriaticum bekommen. Wir sehen hier eine Aufstellung, einen Screenshot aus meiner Mitschrift. Er hat also insgesamt 2-mal Natrium muriaticum C200 bekommen und 4-mal Natrium muriaticum M, was die 1000. Potenz ist. Und die letzte Gabe war im Jänner 2017. Sie sehen also hier auch die Häufigkeit der Arzneigaben, die recht selten ist, nämlich 2013 war die Erstbehandlung, 2017 die letzte. Innerhalb von 3-4 Jahren hat der Patient also nur 6 Arzneigaben bekommen. Und Ziel ist es, und das ist mir ein sehr wichtiger Punkt, den Patienten psychisch und körperlich ins Gleichgewicht zu bringen. Das heißt, das Interessante an der Homöopathie ist, dass mit der homöopathischen Behandlung nicht nur der Husten verschwunden ist, langsam über die 2-3 Jahre nach der Einnahme oder nach den Einnahmen, sondern der Patient auch psychisch in einer besseren Verfassung war, er zum Beispiel weniger reserviert war. Auch hier habe ich reduziert auf das Symptom Reserviertheit, es waren auch noch andere Symptome, aber was ich hier demonstrieren möchte, ist die Tatsache, dass die Homöopathie auch psychische Symptome zu verändern imstande ist und der Patient danach sich psychisch und körperlich besser fühlt.
Nur noch kurz zur Frage, was ist nicht klassische Homöopathie? Natürlich sind Bachblüten nicht klassische Homöopathie. Wenn Sie sich an die Prinzipien aus dem ersten Video erinnern, dann sind Bachblüten keine Substanzen, die geprüft worden sind an Gesunden. Sie sind auch nicht potenziert. Das heißt, da sind mehrere Prinzipien nicht erfüllt, die Sie kennengelernt haben als homöopathisch wichtige Prinzipien. Ebenfalls ist die Phytotherapie nicht etwas Homöopathisches. Also wenn Sie Echinazin einnehmen, um im Winter Infekten vorzubeugen, hat das nichts mit Homöopathie zu tun. Wie erkennt man dann, ob etwas was Homöopathisches ist oder nicht? Indem man auf das Fläschchen schaut, wenn irgendwas mit D und einer Zahl, C und einer Zahl oder Q und einer Zahl draufsteht, dann wissen Sie, es ist homöopathisch. Denn da handelt es sich um potenzierte Arzneien. Auch die Bioresonanzmethode hat nichts mit Homöopathie zu tun, weil hier nicht aufgrund der Symptome eine Arznei gesucht wird, sondern aufgrund von anderen Kriterien. Auch Akupunktur und Akupressur haben natürlich nichts mit Homöopathie zu tun. Und ebenfalls ist mir hier als letzter Punkt noch wichtig, die Schüsslersalze zu erwähnen, weil sie sehr breit angewandt werden und viele Patienten glauben, homöopathisch sich zu behandeln. Aber auch Schüsslersalze sind zwar homöopathische Arzneien, sie sind Verdünnungen, die im Bereich von D6, C12 liegen, also niedrige Potenzen, aber sie werden nicht nach homöopathischen Kriterien verschrieben. Das heißt, es wird nicht individuell zu den Symptomen passend eine Arznei gesucht und deswegen sind Schüsslersalze nicht homöopathisch. Auch Komplexmittel sind natürlich keine homöopathische Behandlung in dem Sinne, wie ich sie hier vorstelle. Sie enthalten nämlich mehrere Arzneien und oft eine klare Indikation. Es steht also auf dem Fläschchen drauf, dieses Komplexmittel ist gut für Grippe oder dieses ist gut für Prophylaxe gegen Grippe, gegen Muskelkater oder es ist gut gegen Sinusitis. Hier hat also die Industrie versucht, Arzneien zu erstellen, die mehrere Sinusitismittel zum Beispiel zusammenfasst zu einer Arznei, die gemischt und dann gemischt an den Patienten nur symptomenbezogen zu verkaufen. Das heißt, bei Sinusitis soll er dieses Komplexmittel einnehmen. Und wenn Sie sich an den ersten Teil der Präsentation erinnern, dann wissen Sie, dass das nicht homöopathisch ist, weil hier nicht zu den individuellen Symptomen dieser Sinusitis eine Arznei gesucht wird, sondern jeder Sinusitis-Patient bekommt, ähnlich wie in der konventionellen Medizin, dieselbe homöopathische Arznei. Die Arznei ist also sehr wohl homöopathisch von dem, was drinnen ist. Es sind potenzierte Arzneien drinnen, aber sie ist nicht homöopathisch von der Art der Verschreibung. Sie entspricht also nicht den Regeln der klassischen Homöopathie. Diese Komplexmittel werden oft täglich über Monate genommen und verstoßen, wie gesagt, gegen die Prinzipien der Einzelmittelgabe und der Individualisierung. Komplexmittel zeigen kaum Wirksamkeit. Sie wirken maximal in Akuterkrankungen. Hier kann es schon sein, dass man Erfolge hat. Ich habe noch nie gehört von Patienten und selber gesehen, dass Komplexmittel chronische Krankheiten heilen können, was man mit der klassischen Homöopathie, mit der Einzelgabe-Homöopathie sehr wohl kann. Und zum Schluss jetzt noch einige typische Indikationen für die homöopathische Behandlung. Nur zufällig ausgewählt: Zyklusstörungen, Schwangerschaftsbeschwerden, Zahnungsbeschwerden, Infektanfälligkeit, Verdauungsbeschwerden, Obstipation, Kopfschmerzen, Migräne, Schlafstörungen, alle Arten von Dermatosen. Ganz vordergründig sind sehr häufig atopische Dermatitis-Patienten, die zu uns kommen, alle Arten von Allergien etc. Die Liste der Indikationen könnte man viel länger gestalten. Prinzipiell kann man sagen, dass vor allem alle funktionellen Beschwerden, also wo es noch zu keiner Organdestruktion gekommen ist, sehr gute Indikationen für die homöopathische Behandlung sind. Es kommt jetzt noch abschließend ein Exkurs über Wirksamkeitsmodelle und Studien in der Homöopathie. Und da darf ich mich bei Dr. Jens Benke von der Karl und Veronika Carstens Stiftung in Deutschland bedanken, der diesen Teil übernommen hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Jens Benke, ich arbeite für die Carstens Stiftung, bin dort Referent für Homöopathie in Forschung und Lehre und werde Ihnen in den folgenden Minuten einen kurzen Überblick über den Stand der Homöopathieforschung geben. Zunächst halten wir uns an die Versorgungsforschung. Dabei geht es um Studien, die untersuchen, wie Homöopathie im klinischen Alltag, also unter realen Praxisbedingungen, wirkt. Diese Studien sind zu unterscheiden von placebo-kontrollierten Studien, die eher unter künstlichen Laborbedingungen durchgeführt werden.
Als Beispiel für eine dieser Beobachtungsstudien haben wir eine an der Berliner Charité durchgeführte Studie mit ca. 4000 Patienten in 103 homöopathischen Arztpraxen. Die Studie funktionierte so, dass jeder Patient, egal mit welcher Erkrankung, egal welchen Alters, egal welches Schweregrad der Erkrankung er vorzuweisen hatte, in die Studie aufgenommen wurde. Es zeigte sich, dass 97% dieser Patienten chronisch krank sind. Hier haben wir die Häufigkeit der verschiedenen Krankheitsgebiete aufgeschlüsselt. Sie sehen hier Hauterkrankungen, Muskel- und Skeletterkrankungen, zum Beispiel Rheuma, Atemwegserkrankungen sowie psychische Erkrankungen. Das wäre bei Kindern vornehmlich ADHS, bei Erwachsenen Depressionen und Burnout. Die Probanden litten seit durchschnittlich 10,3 Jahren in Bezug auf Erwachsene an ihrer Erkrankung bzw. bei den Kindern 4,3 Jahre. Und die Teilnehmer dieser Studie waren zu 95% konventionell medizinisch vorbehandelt, offenbar mit unzureichendem Erfolg. Das Ergebnis dieser Studie war nun, dass wir eine durchschnittliche Reduktion der Schwere der Erkrankung um 50% nach 3 Monaten erzielen konnten und nach 2 Jahren waren ca. ein Viertel dieser Patienten vollständig geheilt. Es konnten also keine Diagnosen welcher Art auch immer mehr gestellt werden. Diese Studie hat einen Nachbeobachtungszeitraum von 8 Jahren und wir können hier sehen, dass diese Verbesserung stabil bleibt. Theoretisch wäre es möglich, dass diese Effekte allein durch eine besonders empathische Arzt-Patienten-Interaktion zustande gekommen sind, dass es sich also um sogenannte Placebo-Effekte handelt. Wie wahrscheinlich diese Hypothese ist, mögen Sie selbst beurteilen. Eine weitere Beobachtungsstudie hier aus Frankreich, die sogenannte EPI-3-Kohortenstudie, untersuchte, welche Auswirkungen eine homöopathische Zusatzqualifikation von Ärzten auf den klinischen Verlauf verschiedener Erkrankungen haben kann. Wir sehen hier verschiedene Diagnosen, mit denen die Patienten vorstellig wurden im Rahmen dieser Studie. Hier wären konventionelle medizinische Praxen, hier sind die homöopathischen Arztpraxen. Man kann hier erkennen, dass das Patientengut der homöopathischen Arztpraxis weitestgehend demjenigen einer konventionellen Hausarztpraxis entspricht, mit dem Unterschied, dass Menschen mit kardiovaskulären Erkrankungen vermehrt konventionelle Praxen aussuchen und Menschen mit psychischen Erkrankungen mehr zum Homöopathen gehen. Jetzt zeigte sich in Bezug auf verschiedene Erkrankungen innerhalb dieser Studie Folgendes. Es konnte die Medikamenteneinnahme verschiedenster Substanzen um ca. die Hälfte reduziert werden bei ähnlichen klinischen Verläufen. Hier ist ein Ausschnitt aus der Gruppe der muskuloskeletalen Erkrankungen, rheumatoide Arthritis und ähnliche. Da können wir hier die nicht chronischen, also akuten Gelenkserkrankungen sehen und hier die chronischen muskuloskeletalen Erkrankungen. Und hier ist die Einnahme von nichtsteroidalen Antirheumatika, also beispielsweise Ibuprofen, aufgezeigt. Und da können wir sehen, in der konventionellen Praxis werden sowohl im akuten wie auch im chronischen Bereich dieser Erkrankungen ungefähr doppelt so viele nichtsteroidale Antirheumatika verschrieben wie in der homöopathischen Arztpraxis bei mindestens gleich guten klinischen Verläufen. Das ist vor allem deswegen interessant, weil Ibuprofen und ähnliche Stoffe die Arzneimittelgruppe sind mit den höchsten Zahlen an ernsthaften Nebenwirkungen bis hin zum Tod, vor allem wegen gastrointestinaler Blutungen. Diese beiden Studien sind repräsentativ für die Versorgungsforschung zur Homöopathie. Es zeigt sich insgesamt ein Bild auf einer breiten Studiengrundlage, in dem wir erkennen können, dass wir immer ähnlich gute klinische Verläufe haben wie in der konventionellen Behandlung, aber eine deutlich reduzierte Einnahme konventioneller Medikamente und Reduktion der entsprechenden Nebenwirkungen. Wir kommen jetzt zu den placebo-kontrollierten Studien bzw. deren Meta-Analysen, also statistische Übersichtsarbeiten von placebo-kontrollierten Doppelblindstudien. Eine dieser Übersichtsarbeiten stammt aus dem Jahr 1991 und bereits zu diesem Zeitpunkt konnten 107 randomisierte placebo-kontrollierte Doppelblindstudien zur Homöopathie identifiziert werden. Ein Qualitätsassessment dieser Studien förderte zutage, dass es durchaus eine Gruppe von hochwertigen klinischen Studien zur Homöopathie gibt. Der Maximalscore wäre hier
100 und Sie können hier erkennen, dass es durchaus einige gut gemachte Studien bereits zu diesem Zeitpunkt gab. Die Ergebnisse zeigten, dass sich ein positiver Trend in der Homöopathiegruppe in 81 von 105 Studien herauskristallisierte, und zwar unabhängig davon, wie gut diese Studien gemacht wurden. Also auch die hochwertigen Studien zeigen diesen positiven Trend für die Homöopathie. Die Autoren dieser Übersichtsarbeiten hielten das für überraschend, und zwar insbesondere die Tatsache, dass auch die hochwertigen Studien diesen positiven Trend zeigten, und sind nun im Fortgang ihrer Überlegungen nicht dazu bereit, diese Ergebnisse zu akzeptieren, und zwar, weil der Wirkmechanismus homöopathischer Arzneimittel ihnen wenig plausibel erscheint. Wie wissenschaftlich dieses Vorgehen ist, mögen Sie selbst beurteilen. Wir springen in das Jahr 2014. Dort haben wir eine weitere Meta-Analyse randomisierter, placebo-kontrollierter Doppelblindstudien zur Homöopathie, diesmal nach den neuesten Cochrane-Kriterien, also dem Standard der klinischen Forschung überhaupt. Dort wurden jetzt nur Studien zur individualisierten Homöopathie ausgewertet, also jeder Patient erhält ein auf ihn zugeschnittenes Arzneimittel und nicht alle Patienten mit derselben Diagnose dasselbe Arzneimittel. Deswegen sind es hier deutlich weniger Studien. Und auch in dieser Arbeit nach neuesten Cochrane-Kriterien konnte festgestellt werden, dass wir mindestens einen positiven Trend über alle Studien hinweg durchschnittlich betrachtet für die Homöopathie haben. Und auch in den 3 Studien, die nach diesen neuesten Kriterien der höchsten Qualitätsstufe zugerechnet wurden, konnte dieser positive Trend festgestellt werden. Es zeigte sich sogar, dass hier die Effektstärke der Homöopathie durchschnittlich größer ist, als wenn man Studien egal welcher Qualitätsstufe betrachtet. Hier ist nochmal erkennbar, wie sich die Effekte verändern, wenn jeweils minderwertigere Studien ausgeschlossen werden. Hier wären noch alle Studien in der Betrachtung, jetzt werden sukzessive immer schlechtere Studien weggenommen, bis zum Schluss nur noch die zuverlässigen Studien vorhanden sind. Und Sie können hier erkennen, dass der Effekt eben größer ist, wenn man nur die zuverlässigen Studien betrachtet. Insgesamt spielt es aber eigentlich überhaupt keine Rolle, ob man alle Studien betrachtet oder nur die hochwertigen. Die Effektstärke bleibt sich relativ ähnlich. Also zwischen 1991 und 2014 hat sich in Bezug auf dieses Ergebnis wenig getan, was die placebo-kontrollierten Studien zur Homöopathie angeht. Der Epidemiologe Robert Hahn hat dementsprechend eine Gesamtauswertung aller Meta-Analysen, die zur Homöopathie verfügbar sind, vorgenommen, und er kommt zu dem Ergebnis, um zu schlussfolgern, dass die Homöopathie keine klinischen Effekte hat, muss man 90% aller Daten ausschließen oder falsche statistische Kriterien anwenden. Das Lieblingskriterium, das zum Ausschluss der Daten angewendet wird in entsprechenden Übersichtsarbeiten, ist die Teilnehmerzahl, und für die Teilnehmerzahl gibt es keine wissenschaftliche Rechtfertigung, um diese als Kriterium für die Qualität einer Studie heranzuziehen. Wir kommen als drittes zur Grundlagenforschung zur Homöopathie, weil die Frage immer ist, ob Globuli eine Wirkung entfalten können oder ob nicht möglicherweise nur Placebo-Effekte durch einen besonders empathischen Arzt, das Gespräch im Rahmen der Anamnese oder Ähnliches für diese Effekte verantwortlich sind. Deswegen gibt es auch Laborexperimente mit homöopathischen Substanzen. Und zunächst mal ganz interessant ist, dass es hier mittlerweile über 1000 fachwissenschaftliche Publikationen in Journals mit Gutachterverfahren gibt, und zwar aus unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen. Wir betrachten hier exemplarisch jetzt eine Arbeit, die sich nur mit In-vitro-Studien von homöopathischen Hochpotenzpräparaten auseinandersetzt. Und dort wurden 67 Experimente identifiziert, von denen 1/3 bereits Replikationsexperimente gewesen sind. 3/4 dieser Experimente fanden einen Hochpotenzeffekt. Hier wurden Zellkulturen, Mikroorganismen und Ähnliches verwendet. Und etwa 3/4 aller Replikationsexperimente fanden ebenfalls einen Hochpotenzeffekt.
Auch hier ist zu bemerken, dass nicht nur die schlecht gemachten Experimente, sondern auch diejenigen, die die Standards der naturwissenschaftlichen Forschung im höchsten Maße erfüllten, positive Effekte von Hochpotenzen finden konnten. Diese Arbeit stammt von 2007 und wir springen dann wieder etwas in der Zeit nach vorne. Hier eine Übersichtsarbeit aus 2015, die sich insbesondere mit der Replikation von Grundlagenforschungsexperimenten befasst. Dort wurde festgestellt, dass insgesamt 28 verschiedene Modelle in der homöopathischen Grundlagenforschung wiederholt untersucht worden sind. 24 dieser Modelle konnten mit ähnlichen Ergebnissen repliziert werden. 12 zeigten keine Effekte und 6 zeigten unterschiedliche Effekte. Die Gesamtzahl geht hier über 24, weil teilweise dasselbe Modell einmal mit unterschiedlichen, einmal mit keinen, einmal mit denselben Ergebnissen repliziert wurde. Insgesamt konnte aber im Rahmen dieser Arbeit festgestellt werden, dass 5 unabhängig reproduzierte Modelle ähnliche Ergebnisse in Grundlagenforschungsexperimenten zu potenzierten Präparaten feststellen konnten. Was folgt daraus für den Wirkmechanismus potenzierter Arzneimittel? Dazu gibt es unterschiedliche Theorien. Eine Theorie befasst sich damit, dass eventuell Nanopartikel der Ursprungssubstanz in diesen Lösungen enthalten sind. Dazu gibt es verschiedene Arbeiten, die zeigen, dass diese Partikel offenbar vorhanden sind. Damit ist aber nicht geklärt, wie diese Wirkungen im Organismus auslösen können. Eine zweite Theorie befasst sich damit, dass sich die molekulare Struktur des Lösungsmittels im Potenzierungsprozess verändert, dass es also stabile Wassercluster oder Strukturen gibt, die ein Signal der Ursprungssubstanz in den Organismus transportieren. Dazu muss gesagt werden, dass es solche Wassercluster gibt, die tatsächlich auch einen sogenannten Abdruck der Ursprungssubstanz speichern können, allerdings nur im Pikosekundenbereich. Das ist weit weniger als ein Blinzeln, also diese Wassercluster zumindest können kein Signal eines Arzneimittels transportieren. Eine dritte Gruppe von Theorien zur Wirkung potenzierter Präparate befasst sich mit Feldwirkungen, analog dem elektromagnetischen Feld zu denken. Hier gibt es interessante Hinweise aus Untersuchungen mit Nuclear Magnetic Resonance Assays. Allerdings konnte auch hier bislang nicht wirklich glaubhaft, einwandfrei und nachvollziehbar für jeden eine Theorie des Wirkmechanismus gezeigt werden. Eine vierte Gruppe befasst sich mit nicht lokalen Effekten, die Theoreme aus der Quantenmechanik entlehnen, um die Wirkung homöopathischer Arzneimittel zu erklären. Das ist ein spannendes Feld, allerdings bewegt es sich vollständig im Bereich der Hypothesen. Bislang konnte nur gezeigt werden, dass es möglich sein könnte, dass derartige Effekte eine Rolle spielen. Dass es sie wirklich gibt, ist allerdings in keinster Weise belegt. Das gesamte Feld ist also insofern noch offen. Insbesondere muss man sagen, dass es kein einziges Experiment gibt, das bisher in allen unabhängigen Replikationen dieselben Effekte gezeitigt hätte. Und dies würde man für einen harten wissenschaftlichen Beweis zu Recht durchaus fordern. Ich fasse also insgesamt einmal zusammen. Die Beobachtungsstudien zur Homöopathie zeigen, dass diese in der Regel klinisch genauso wirksam ist wie die konventionelle Medizin bei verschiedensten Erkrankungen, allerdings mit weniger Nebenwirkungen, weil weniger synthetische Medikamente eingenommen werden. In Bezug auf placebo-kontrollierte Doppelblindstudien können wir sehen, dass die meisten dieser Studien, unabhängig davon, ob sie gut oder schlecht gemacht sind, einen positiven Effekt der Homöopathie zeigen, und auch in der Grundlagenforschung sehen wir, dass der Großteil der Experimente, auch der unabhängigen Replikationen, entsprechende Hochpotenzeffekte nachweisen können. Vielen Dank.